bin zum Fagott gekommen eigentlich ein bisschen aus Versehen, weil ich gar nicht genau wusste, was es ist, als mein Lehrer in der Schule vorschlug, dass ich doch auch nochmal Fagott lernen könnte. Das Instrument passt sehr gut zu mir. Ich habe da körperlich und insgesamt eine wirkliche Begabung für. Ich bin manchmal nicht genügend ausgelastet, was die Musik, die dieses Instrument macht, von mir fordert. Und darum ist das Verhältnis etwas gespalten. Die Tonerzeugung auf dem Fagott findet statt mit dem Doppelrohr. Das bewahre ich hier in dieser Kiste auf. Das ist ein Humidor, weil das aus sehr empfindlichem Material ist. Das ist Schilf, meistens aus Südfrankreich oder aus Spanien teilweise. Und damit das immer die gleichbleibende Feuchtigkeit hat, bewahre ich das da auf, dann hält es deutlich länger. Dieses Rohr ist im Prinzip alles, was ich brauche, um einen Ton zu erzeugen. Wenn ich da reinspiele, dann klingt es nur so. Aber das ist die Tonerzeugung, die letztlich beim Fagott benötigt wird. Der Rest, der hier unten dran ist, der macht die Resonanz und macht die verschiedenen Töne, aber die eigentliche Tonerzeugung ist wirklich hier oben. Was einen nervt an diesem Instrument ist einmal, dass es im Grunde, was die Mechanik angeht, also wie ich mit meinen Fingern agieren muss, dass das im Grunde eine völlige Fehlkonstruktion ist. Also sieht man zum Beispiel daran, dass dieser ganze Bereich, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Funktionen, die werden nur vom linken Daumen bedient. Es geht nicht anders, weil das Fagott eben so lang ist und dadurch braucht man dieses komplizierte Klappensystem. Und dann ist es natürlich so, dass wir, was unsere Musik angeht, also die Originalwerke, die für Fagott komponiert wurden, da sind wir nicht gerade besonders breit ausgestattet. Das Fagott ist jetzt nicht das typisch virtuose Instrument, an das man zuerst denkt, wenn man an Virtuosentum denkt. Das Fagott ist aber ein durchaus virtuoses Instrument, wurde auch in allen Zeiten gefordert, das virtuose Spiel. Das Problem ist natürlich auf dem Fagott das gleiche wie bei den meisten Bläsern, dass man die Koordination zwischen den sich schnell bewegenden Fingern und der Zunge hinbekommt. Denn die Tonerzeugung bei uns passiert mit der Zunge. Das heißt, ich muss, um einen kurzen Ton zu spielen, bei meinem Doppelrohr machen. Und damit das gleichzeitig mit den Fingern passiert, bedarf es doch ein bisschen Übung. Die Luftröhre beginnt hier oben, dann geht die Luft hier unten durch. Hier unten unter dieser Silberklappe verbirgt sich ein Messingring, der gebogen ist, das heißt, die Luft geht um die Ecke und durch die größere, dickere Röhre hier oben kommt die Luft beim tiefsten Ton dann wieder heraus. Die verschiedenen Tonhöhen entstehen, indem man die Luftröhre verlängert und verkürzt. Das kennt jeder von der Blockflöte. Wenn man einen Finger mehr drauflegt, wird es tiefer. Hier kann ich das mit den Fingern nicht mehr bewerkstelligen. Deswegen brauche ich Klappen quasi als Verlängerung meiner Finger. Das Fagott hat ungefähr 30 Löcher und dadurch ist es naturgemäß so, dass man, wenn man nur 10 Finger hat, Hilfen braucht, um diese Löcher bedienen zu können. Darum sind die Klappen Verlängerungen für die Finger praktisch. Ich kann zum Beispiel dieses Loch hier oben betätigen, indem ich hier unten auf die Klappe drücke.